In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 25 Länder mit den niedrigsten Körperschaftssteuersätzen weltweit. Vielleicht eine ganz kurze Einführung. Was ist eigentlich die Körperschaftssteuer? Nun, die Körperschaftssteuer ist die Steuer, die eine Kapitalgesellschaft, also zum Beispiel eine GmbH, UG, AG, Limited, SA oder Corporation, dem Staat auf ihre Gewinne zahlt. Der Gewinn ist das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens, die aufgestellt wird, indem Ausgaben wie direkte Materialkosten, Arbeitskosten, Marketingkosten, Verwaltungskosten, Forschung und Entwicklung sowie Zinszahlungen vom Umsatz abgezogen werden. Die Körperschaftssteuersätze sind weltweit sehr unterschiedlich. Tatsächlich gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Steuersatz. Beispielsweise gilt in mehreren Ländern und Gebieten, wie wir weiter unten besprechen, ein Körperschaftssteuersatz von nur 0%. Im Vergleich dazu gilt einer der höchsten Körperschaftssteuersätze der Welt für öffentliche Industrie- und Handelsunternehmen, die in der Union der Komoren tätig sind, einem kleinen afrikanischen Staat mit einem nominalen Pro-Kopf-Einkommen von 1.349 US-Dollar. Diese komorischen Unternehmen müssen bis zu 50% ihres Gewinns an Steuern zahlen. Übrigens sind die Komoren auch eines der wenigen Länder, in denen eine Hochzeitssteuer fällig wird. In Deutschland, wo die Körperschaftssteuer übrigens nur 15% beträgt, relativ wenig im internationalen Vergleich, müssen Unternehmen zusätzlich noch die Gewerbesteuer bezahlen. Diese beläuft sich nochmals auf rund 15%, weswegen eine GmbH in Deutschland rund 30% Steuern auf ihre Gewinne bezahlt. Allerdings gibt es diese Gewerbesteuer nur in den wenigsten Ländern. Die Unternehmenssteuern sind aufgrund des heiklen Themas der Steuervermeidung auch eines der umstrittensten Themen im Finanz-, Regierungs- und öffentlichen Diskurs der letzten Jahre. Steuervermeidung unterscheidet sich von Steuerhinterziehung, da sie nicht illegal ist und lediglich dazu führt, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit so strukturiert, dass der Steueraufwand minimiert wird. Untersuchungen des dänischen Thinktanks Kraka, der Universität Berkeley und des dänischen Finanzministeriums deuten darauf hin, dass die Einnahmen durch die Körperschaftssteuer in den USA und in der EU um satte 10-20% steigen würden, wenn man Steuerschlupflöcher stopfen würde. Bekannte Steuersparmodelle für Unternehmen haben kreative Namen wie zum Beispiel Double Irish, Single Malt, Dutch Sandwich und Bermuda Black Hole. Laut McKinsey haben im Bermuda Black Hole bis 2017 US-Firmen außerhalb des Finanzsektors satte 1 Billion, also 1000 Milliarden US-Dollar an Offshore-Gewinnen angehäuft, darunter Technologieunternehmen wie Apple und Google. Apple wurde 2016 von der Europäischen Kommission wegen Black-Hole-Operationen mit einer Geldstrafe von satten 13 Milliarden US-Dollar belegt. Irland, dem Apple die Strafe schuldete, weigerte sich jedoch, das Geld von Apple anzunehmen. Vor kurzem beschlossen die meisten Staaten unter der Führung der OECD eine Mindestkörperschaftssteuer von 15% für große Unternehmen einzuführen. Wir werden sehen, wie sich dies auf die Niedrigsteuerländer auswirkt. Bevor wir uns nun mit der Liste der 25 niedrigsten Körperschaftssteuern der Welt auseinandersetzen, noch ein ganz wichtiger Hinweis für dich. Wenn du in Deutschland oder einem anderen Hochsteuerland wohnst, ist es unmöglich, eine Auslandsgesellschaft in einem dieser Länder steuereffizient zu betreiben. Es ist schlicht nicht legal. Egal, was dir irgendein Dünnbrettbohrer online erzählt. Die Betriebsstätte dieses Unternehmens wäre immer in Deutschland, da die Wertschöpfung ja in Deutschland erfolgt, da du in Deutschland bist, das Unternehmen leitest. Ein solches Unternehmen würde immer wie ein deutsches Unternehmen behandelt werden. Zusätzlich hättest du noch ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Bein. Nun, du magst dich darüber echauffieren und sagen, was ist mit Google, was ist mit Facebook, die machen es doch auch. Es tut mir leid, dass du es von mir hören musst, aber es sei denn, dass du 500 Millionen auf dem Konto hast und 2000 Jobs schaffen kannst, bist du im Vergleich zu Google und Facebook ein trauriger Niemand und kannst leider nicht die Privilegien nutzen, die solche Großkonzerne haben. Deine einzige Chance, um dramatisch Steuern zu sparen, ist der Umzug ins steuergünstige Ausland und die Verlegung deiner Geschäftsaktivitäten dorthin.
Und das ist schon schwierig genug, denn gerade der deutsche Staat will dich nicht aus seinen Fängen entlassen. So, nun aber zu den 25 Ländern mit der niedrigsten Körperschaftssteuer. Platz 25, Zypern. Aktueller und niedrigster Körperschaftssteuersatz sind 12,5%. Zypern, weißt du wahrscheinlich, ein Inselstaat im Mittelmeer. Zypern verfügt über eine diversifizierte Wirtschaft, die unter anderem durch Ölexporte, Schifffahrtsunternehmen, Medikamente und landwirtschaftliche Produkte angetrieben wird. Der Körperschaftssteuersatz Zypern beträgt pauschal 12,5%. Und gebietsfremde Unternehmen werden auch auf Gewinne aus Aktivitäten besteuert, die sich aus ihrer dauerhaften Niederlassung im Land ergeben. Irland, auch hier haben wir einen aktuellen Körperschaftssteuersatz von 12%. Die Republik Irland ist ein europäisches Land mit einer Sonderstellung bei der globalen Unternehmenssteuer, da sie von großen multinationalen Unternehmen häufig als Drehscheibe für Steuervermeidung genutzt wird. Tatsächlich wurden in den letzten 10 Jahren zeitweise bis zu 80% des irischen Körperschaftssteueraufkommens von ausländischen multinationalen Unternehmen bezahlt. Das geht so weit, dass 80% des irischen Körperschaftssteueraufkommens von weniger als 100 Unternehmen bezahlt werden. Irlands Gesetze haben es Unternehmen wie Apple ermöglicht, virtuelle interne Vermögenswerte zu schaffen, um ihre Steuerbemessungsgrundlage zu reduzieren. Irlands Standardsteuersatz beträgt zwar 12%, aber Instrumente wie Single Malt oder Double Irish haben oft dazu geführt, dass dieser auf 0% oder vielleicht 1% reduziert werden konnte. Diese Modelle sind mittlerweile nicht mehr legal. 23, Liechtenstein. Aktueller und niedrigster Körperschaftssteuersatz 12,5%. Jeder wird das Fürstentum Liechtenstein kennen, ein kleines Miniland, eingeklemmt zwischen die Schweiz und Österreich. Obwohl es eines der kleinsten Länder der Welt ist, hat es ein Pro-Kopf-Einkommen von fast 100.000 US-Dollar, nominell damit das dritthöchste. Darüber hinaus hat Liechtenstein kein Steuerabkommen mit den USA. Es hat einen Pauschalsteuersatz von 12,5% und wurde oft wegen seiner lukrativen und geheimnisvollen Finanzindustrie kritisiert, die angeblich zur Steuerhinterziehung beigetragen hat. Mittlerweile hat sich ja dort viel verändert. Der Fürst in Liechtenstein hat sich sehr darum bemüht, dass Liechtenstein hier ein gutes Standing bekommt. Und man ist vor allen Dingen mit Deutschland hier nun auf Augenhöhe. Und man versucht nun aktiv dabei, die Steuerhinterziehung zu unterbinden. Platz 22 ist Moldau oder Moldawien mit 12% Körperschaftssteuer. Die Republik Moldau ist ein osteuropäisches Land, das 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangte. Für seine Exporte ist es auf eine Mischung aus Agrar- und Industrieprodukten angewiesen. Bei der Berechnung der Körperschaftssteuer für ansässige und nicht ansässige Unternehmen gelten in Moldawien ähnliche Gesetze wie in anderen Ländern. Der Steuersatz beträgt 12% und kann nach Berechnung der Regierung bis zu 15% betragen. Darüber hinaus wird für Landwirte ein niedriger Steuersatz von 7% und für einige Kleinunternehmen sogar ein Steuersatz von nur 4% erhoben. Platz 21, Timor-Leste, Körperschaftssteuersatz 10%. Die Demokratische Republik Timor-Leste ist ein Land in Südostasien, das allgemein als Timor-Leste bekannt ist. Die meisten Exporte bestehen aus Erdöl und Erdgas, wobei auch landwirtschaftliche Produkte eine große Rolle spielen. In Timor-Leste gilt, was in den meisten anderen Ländern auch gilt. Ansässige Unternehmen bezahlen diese 10% Körperschaftssteuer und auch nicht ansässige Unternehmen, die im Land tätig sind, zahlen ebenfalls 10%. Allerdings müssen Öl- und Gasunternehmen 30% bezahlen. Platz 20, Andorra. Das Fürstentum Andorra ist ein kleiner Binnenstaat, der in den Pyrenäen liegt und so zwischen Frankreich und Spanien eingeklemmt ist. Es gilt ein Körperschaftssteuersatz von 10%. Manche Unternehmen bekommen Steuervergünstigungen. So bezahlen kleine Unternehmen auf die ersten 50.000 nur 5% Steuern, wenn der Rest mit 10% besteuert wird. Platz 19, Bosnien und Herzegowina, Körperschaftssteuersatz 10%. Wir alle kennen Bosnien und Herzegowina. Es ist ein Land im Balkan, Teil des ehemaligen Jugoslawiens. Wie viele osteuropäische Länder hat es einen attraktiven Körperschaftssteuersatz, um hier Unternehmertum zu fördern und auch ausländische Investoren anzuziehen. 10%, damit lässt sich's leben. Das ist ein attraktiver Körperschaftssteuersatz. Platz 18, Bulgarien. Auch hier gelten 10%. Bulgarien ist ja sehr beliebt, auch bei westlichen Unternehmern und Auswanderern.
die dort leben und ein Unternehmen gründen wollen. 10%, auch hier sehr attraktiv und natürlich ein wunderbares Land. Glücksspielorganisationen übrigens bezahlen 15% Steuern. Wir bleiben im Balkan, Platz 17, Kosovo, ebenfalls 10% Steuern. Hier schließt sich Kosovo also an viele osteuropäische bzw. Balkanstaaten an. Es gibt da noch einige Sonderregelungen. So ist es zum Beispiel so, dass sehr kleine Unternehmen mit einem sehr kleinen Umsatz von 130.000 Euro einen branchenabhängigen Steuersatz bezahlen, der möglicherweise geringer als diese 10% ist. Wir bleiben im Osten, Platz 16, Kirgisien. Die Kirgisische Republik, auch Kirgisistan genannt, ist ein rein zentralasiatischer Binnenstaat. Für fast alle ansässigen und nicht ansässigen Unternehmen wird eine Körperschaftssteuer von 10% erhoben. Der Steuersatz variiert jedoch für E-Commerce-Unternehmen und solche, die in der Goldbranche tätig sind. Platz 15, wir bewegen uns aus Osteuropa weg und kommen aus Südamerika, Paraguay. Die Republik Paraguay ist ein südamerikanischer Binnenstaat, kennen ja viele von euch, sehr beliebt auch bei Auswanderern. Alle Unternehmen zahlen hier 10% Steuern auf ihre inländischen Einkünfte. Ausländische Einkünfte werden nicht besteuert. Platz 14 ist Katar, auch hier ein Körperschaftssteuersatz von 10%. Lange gab es keine Körperschaftssteuer in Katar, allerdings wurde hier schon 2018, also viele Jahre vor den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein Körperschaftssteuersatz eingeführt, auch um sich hier international hinsichtlich Compliance richtig aufzustellen. Die Ölbranche bezahlt übrigens 30%. Platz 13, es geht zurück nach Osteuropa, Nordmazedonien, ebenfalls 10%. Diese gilt für alle Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als umgerechnet ca. 50.000 Euro machen. Darunter fällt keine Körperschaftssteuer an. Platz 12 ist Ungarn. Hier haben wir einen Körperschaftssteuersatz von 9%. Natürlich einer der attraktivsten Körperschaftssteuersätze in der EU und sagen wir mal außer Malta der niedrigste Körperschaftssteuersatz in der EU. Dieser gilt für alle Unternehmen in Ungarn, nur Energieerzeuger und Verteiler bezahlen mehr Steuern, nämlich 41%. Platz 11 ist Malta. Hier gilt ein aktueller niedrigster effektiver Körperschaftssteuersatz von 5%. Dieser wird dadurch erreicht, dass der Gesellschafter eines Unternehmens einen Großteil der zuvor bezahlten Körperschaftssteuer refunded, also erstattet bekommt. Dieser Refund, diese Erstattung ist mittlerweile nur noch eine Rechnung. Das heißt, man muss also nicht mehr warten, bis man tatsächlich sein Geld zurückbekommt. Man zahlt einfach nur diese 5%. Malta natürlich damit sehr attraktiv in der Europäischen Union und ein sehr kleines Land, das sehr viele Unternehmen anzieht. Platz 10 haben wir Rumänien. Hier gilt ein Körperschaftssteuersatz bei sogenannten Mikrounternehmen von 1% bzw. 3%, allerdings auf den Umsatz und nicht auf den Gewinn. Das ist also tatsächlich eine andere Rechnung. Ein Mikrounternehmen ist ein Unternehmen, das maximal 500.000 Euro Umsatz macht. 1% werden fällig auf die ersten 60.000, danach sind es 3%. Sehr attraktiv. Platz 9 in unserer Liste ist Turkmenistan. Aktueller und niedrigster Körperschaftssteuersatz sagenhafte 2%. Turkmenistan ist ein zentralasiatisches Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen von ungefähr 20.000 US-Dollar. Das Land ist für seine Exporteinnahmen auf Öl angewiesen. Der niedrigste Steuersatz für Unternehmen beträgt 2%, für kleine Unternehmen, steigt auf 8% für in Turkmenistan registrierte Unternehmen und auf 20% für ausländische Unternehmen, die dort tätig sind und genauso auch für staatlich kontrollierte Unternehmen und Ölunternehmen. Platz 8, Barbados in der Karibik. Barbados ist eine karibische Inselregion. Die Körperschaftssteuer in der Region beginnt bei 5,5% auf die ersten 1 Million Barbados-Dollar. Er fällt jedoch weiter oben in der Einkommenskette ab, wobei Einkünfte über 30 Millionen Barbados-Dollar mit nur 1% besteuert werden. Darüber hinaus haben einige Versicherungsgesellschaften im Land einen Steuersatz von 0%. Platz 7 ist Jersey. Die sogenannte Vogtei von Jersey oder einfach Jersey ist eine weitere Dependance der britischen Krone wie auch Barbados.
Wie in anderen britischen Territorien gilt auch in Jersey ein Körperschaftssteuersatz von standardmäßig 0%. Für Finanzinstitute, Immobilienentwicklungsfirmen und große Einzelhändler gilt jedoch ein höherer Satz. Die Region wurde bis 2012 auch von Unternehmen wie Amazon als steuerfreier Versandstandort genutzt. Das war damals umsatzsteuerfrei, aber seit 2012 eben nicht mehr. Platz 6 sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Hier gilt zwar allgemeiner Körperschaftssteuersatz von 9%, allerdings sind Unternehmen mit einem Umsatz von ungefähr 750.000 Euro davon befreit und auch die ersten 100.000 Euro umgerechnet ungefähr sind immer körperschaftssteuerfrei. Daher verdienen die Vereinigten Arabischen Emirate Platz 6 unseres Rankings. Platz 5 Vanuatu. Auch hier gilt ein Körperschaftssteuersatz von 0%. Die Republik Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik. Es ist auch als Billigflaggenland bekannt, da die meisten Reedereien aufgrund von Steuervorteilen unter der Flagge Vanuatus fahren. Dies ist nicht verwunderlich, da es in diesem Land nur wenige Steuern gibt und der Körperschaftssteuersatz bei tatsächlich 0% liegt. Platz 4 sind die Bahamas. Auch hier aktuell Körperschaftssteuersatz 0%. Das mag sich allerdings ändern. Man hat hier angekündigt, einen Körperschaftssteuersatz von 15% einzuführen im Kontext der neuen globalen Mindeststeuer von 15%. Die Bahamas sind ja sehr bekannt geworden, vor kurzem als Unternehmensstandort wenigstens, denn die Kryptobörse FTX hatte ja in den Bahamas ihren Hauptsitz. Das mag nicht verwundern, sie ist ja sehr gut von den USA zu erreichen, diese Inselgruppe, nur ungefähr eine halbe Stunde mit dem Flugzeug von Florida entfernt, war es natürlich ideal, hier dieses Unternehmen steuergünstig aufzubauen. Platz 3, Bahrain. Auch hier 0% Körperschaftssteuersatz. Das Königreich Bahrain oder einfach Bahrain ist ein westasiatisches Land. Auf die meisten Unternehmenseinkommen im Land gibt es keine Steuern. Es gibt jedoch auch hier Ausnahmen, beispielsweise für Unternehmen, die im Öl- und Gassektor tätig sind. Diese Unternehmen werden mit 46% besteuert. Platz 2 Guernsey, neben Jersey eine weitere Kanalinsel im englischen Kanal zwischen Frankreich und England. Auch hier ein Körperschaftssteuersatz von sagenhaften 0%. Der Finanzdienstleistungssektor ist hier der größte Wirtschaftszweig und beschert dem Land ein hohes Pro-Kopf-Einkommen. Der Standard-Körperschaftssteuersatz beträgt 0%, während einige, wie zum Beispiel Bankunternehmen, eine Steuer von 10% und Immobiliengesellschaften eine Steuer von 20% bezahlen. So, jetzt wird spannend. Wer hat Platz 1 inne? Es ist tatsächlich die Isle of Man. Auch hier 0%. Die Isle of Man, ein weiteres britisches Territorium, gelegen in der Irischen See zwischen Irland und UK. Ein selbstverwaltetes Territorium, was seine Steuern selbst festsetzt. Die meisten Unternehmen bezahlen 0%. Banken werden mit 10% besteuert, Mieteinnahmen mit 20%. Das hat dazu geführt, dass das Land ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen hat, satte $85.000 im Durchschnitt. Es ist natürlich eines der kleinsten Länder der Welt. Da wohnen vielleicht 30.000 Menschen auf der Isle of Man. So, das war unsere Liste der steuergünstigsten Unternehmensstandorte der Welt. 25 haben wir hier aufgeführt. Was ist deine Meinung? Hast du Erfahrung gemacht mit Firmen in einem dieser Länder? Hast du ein Unternehmen in einem dieser Länder? Ich würde mich freuen, deine Kommentare hier lesen zu können. Wenn auch du ein Unternehmen im Ausland gründen möchtest, hatten wir schon zu Anfang gesagt, dass natürlich sehr wichtig ist, dass du berücksichtigen musst, dass sowas von Deutschland aus nicht möglich ist. Du würdest immer die Steuern bezahlen, die eine deutsche GmbH bezahlt, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch das Steueroasenabwehrgesetz. Hier müsstest du also auch mit weiteren sehr hohen Zusatzzahlungen rechnen. Daher also auf jeden Fall nicht zu empfehlen, wenn du in Deutschland wohnst. Wenn du im Ausland wohnst, im steuergünstigen Ausland wohlgemerkt, dann lassen sich solche Firmen möglicherweise schon einsetzen. Wenn das für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Hier packe ich den Link in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben sprechen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.